Deutsch lernen durch Hören. Annas Tag. Heute bin ich unterwegs. Nach dem Frühstück ziehe ich mir meine bequemen Schuhe an und nehme meinen Rucksack. Denn ich habe heute viel zu erledigen. Zuerst laufe ich den Berg hinab und gehe in die Innenstadt. Dort habe ich einiges zu erledigen. Ich muss in den Drogeriemarkt gehen. Hier kaufe ich Shampoo, Zahnpasta und Duschgel ein. Vielleicht nehme ich auch noch etwas Putzmittel mit. Dann laufe ich in den Buchladen. Hier möchte ich mir 2 neue Bücher über die Geschichte der Eisenbahn kaufen. Ich interessiere mich sehr für Züge. Darum freue ich mich, ein Eisenbahnmodell im Angebot zu sehen, das ich mir kaufe. Der Zug ist rot und hat gelbe Reifen. Wenn man durch die kleinen Fenster blickt, die aus durchsichtigem Plastik sind, kann man einen Lokführer in der Fahrerkabine sehen. Das gefällt mir sehr. Dann gehe ich zur Apotheke. Ich muss nämlich Hustensaft kaufen. Die Apothekerin ist sehr freundlich und schenkt mir einen Lutscher. Nachdem ich das erledigt habe, setze ich mich in ein Café und mache erst einmal eine Pause. Ich bin schon sehr weit gelaufen und meine Füße schmerzen ein bisschen. Im Café bestelle ich mir eine heiße Schokolade und ein Stück Kuchen. Marmorkuchen ist im Angebot. Und dazu gibt es einen Klecks Sahne. Während ich meinen Kuchen esse, beobachte ich die Leute in der Fußgängerzone. Heute Mittag ist sehr viel los. Eine Frau läuft am Café mit ihrem Hund vorbei. Sie führt ihn an einer Leine. Der Hund ist sehr klein und niedlich. Als ich dann meine Schokolade ausgetrunken habe, ziehe ich meine Jacke an und mache mich wieder auf den Weg. Ich muss noch Lebensmittel einkaufen. Hierfür gehe ich in ein Lebensmittelgeschäft. Ich kaufe Brot, Marmelade, Butter und Eier. An der Kasse stehen viele Leute. Alle warten darauf, ihre Einkäufe zu bezahlen. Als ich an der Reihe bin, lächelt mich die Kassiererin sehr freundlich an und bietet mir an, eine Tüte zu geben. Ich bedanke mich und lehne ab. Immerhin habe ich meinen Rucksack dabei. Ich packe die Lebensmittel ein und mache mich auf den Weg nach Hause. Unterwegs laufe ich an einem Blumenladen vorbei. In den Schaufenstern sehe ich Rosen, Sonnenblumen und schöne Topfpflanzen. Ich schaue mir die Blumen einen Moment an und gehe dann weiter. Ich möchte nicht den Berg wieder hinauflaufen, also gehe ich zur Bushaltestelle. Dort warte ich auf den Bus, der nach 5 Minuten kommt. Der Busfahrer öffnet die Tür und ich steige ein. Bevor ich mich auf einen leeren Sitz setze, kaufe ich mir eine Fahrkarte. Als ich dann sitze, fährt der Bus auch schon los. Ich schaue aus dem Fenster. Wir fahren an einer Kirche und einer Schule vorbei. Als eine Ampel rot wird, halten wir an. Der Busfahrer wartet, bis es wieder grün wird und fährt dann los. An einem Zebrastreifen hält der Busfahrer wieder an und wartet, bis die Fußgänger über die Straße gelaufen sind. Als der Bus meine Haltestelle erreicht, steige ich aus. Jetzt bin ich sehr müde und freue mich schon darauf, bald zu Hause zu sein. Ich laufe die wenigen Schritte bis zu meinem Haus und schließe die Türe auf. Ich gehe die Treppe zu meiner Wohnung hinauf. Als ich meine Schuhe ausziehe, denke ich mir, heute war ein sehr schöner Tag. Deutsch lernen durch Hören.